Und ich fange an mit unserem Änderungsantrag, den wir heute vorgelegt haben. Danach reden wir nicht über Hotelmeldescheine oder über Aufbewahrungsfristen oder irgendwelche Kinkerlitzchen, die Sie hier großartig verpackt haben, sondern wir reden darüber, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz kann weg, meine Damen und Herren. Gebäudeenergiegesetz kann weg. Energieeffizienzgesetz nebst Energiedienstleistungsgesetz kann auch weg. Entgelttransparenzgesetz kann weg. Und Teile der Vergabeverordnung können auch weg. Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt's was Spannendes aus dem Bundestag. Stefan Brandner von der AfD hat mal wieder richtig ausgepackt. Er sagt, die Regierung überhäuft uns mit unnötigen Gesetzen und Verordnungen, die Deutschland eher belasten als helfen. Er will radikal aufräumen, vom Klimaschutzgesetz bis hin zur Energiepolitik. Klingt verrückt? Dann schaut rein und erfahrt, wie er das Land vom Kopf auf die Füße stellen will. Auf geht's! Heute grüße ich Sie. Frau Präsidentin, heute vergesse ich Sie nicht. Meine Damen und Herren, insbesondere die Damen und Herren von den deutschen demokratischen Altfraktionen, die selbsternannten Qualitätsdemokraten hier im Hause. Schön, dass Sie noch so zahlreich vorhanden sind. Das wird sich ja demnächst ändern, wenn wir die Wahlergebnisse uns anschauen. FDP, Grüne, die Grünen, die linken Grüppchen, alle sind in Auflösung begriffen. Das ist gut so für Deutschland. Der letzte Stabilitätsanker sitzt da rechts, ist die Alternative für Deutschland. Und für die rede ich jetzt hier ein bisschen. Wir reden über Bürokratieentlastung, und die beste Entlastung für Deutschland wäre die fristlose Entlassung sämtlicher für diese desaströse Politik der letzten Jahre verantwortlichen Ampelmännchen und Ampelweibchen. Einige sitzen da rechts von mir. Eine AfD-geführte Bundesregierung muss her, die richtig anpackt, die richtig macht und die richtig durchsetzt. Dann auch, meine Damen und Herren. Denn solange diese Regierung im Amt ist, können Sie sich diese Gesetzesvorhaben und überhaupt Ihre Gesetzesvorhaben sparen. Die bringen Deutschland nicht voran. Sie sind Deutschlands Untergang. Und daran ändert auch Ihr Telefonbuch dickes 4. Bürokratieentlastungsgesetz. Hier, das ist das 4. Bürokratieentlastungsgesetz. Nichts, was Sie heute hier vorgelegt haben, ein planloses Stückwerk. Das müssen wir heute hier leider debattieren. Aber es soll nicht das letzte sein, haben Sie angekündigt im Ausschuss gestern. Jedes Jahr wollen Sie jetzt so ein Bürokratieentlastungsgesetz vorlegen und Ihr planloses Wirken weiter vorantreiben. Gut, dass die Wähler im nächsten Jahr diesem Spuk ein Ende bereiten werden und mit Schrumpf-SPD, Mini-Grünen und atomisierter FDP dann kein Staat mehr zu machen sein wird. Das wird Deutschland voranbringen und Deutschland helfen. Das ist hier das 4. Bürokratieentlastungsgesetz. Fragen Sie mal draußen, ob noch irgendjemand weiß, was in den anderen 3 Bürokratieentlastungsgesetzen drin stand. Das weiß kein Mensch mehr. Und das wird sich auch nicht ändern, wenn Sie noch viele andere Bürokratieentlastungsgesetze vorlegen wollen und weiterhin Ihre Entbürokratisierungsbürokratie weiter betreiben. 100.000 Regelungen in Deutschland regeln unser Leben, Verordnungen, Gesetze. Da muss im Kern ran. Und wir sagen Ihnen auch wie. Bereits im März habe ich zu diesem Thema gesprochen. Der verehrte Kollege Kubicki hatte mich damals unterbrochen mit dem Hinweis, bedauerlicherweise müsse er mich stoppen bei dem, was ich gesagt habe, was in Deutschland noch alles abgebaut werden muss, welche Gesetze weg können. Gott sei Dank kann ich heute weitermachen, und ich fange an mit unserem Änderungsantrag, den wir heute vorgelegt haben. Danach reden wir nicht über Hotelmeldescheine oder über Aufbewahrungsfristen oder irgendwelche Kinkerlitzchen, die Sie hier großartig verpackt haben, sondern wir reden darüber, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz kann weg, meine Damen und Herren. Gebäudeenergiegesetz kann weg. Energieeffizienzgesetz nebst Energiedienstleistungsgesetz kann auch weg. Entgelttransparenzgesetz kann weg. Und Teile der Vergabeverordnung können auch weg. Das wäre ganz, ganz wenig Papier, was dafür bedruckt werden müsste, und würde draußen die Menschen massiv entlasten. Aber damit nicht genug. Was kann noch weg? Gesetz zur Beschleunigung des Braunkohleausstiegs im Rheinischen kann weg. Gesetz zum Nachweis von Gas, Wasserstoff, Wärme und Kälte aus erneuerbaren Energien kann weg. Zweites Gesetz zur Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes kann weg. 19. Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes kann weg. 14. Gesetz zur Änderung des Bundesemissionsschutzgesetzes kann weg. Gesetz zur Erhöhung und Beschleunigung von Windenergieanlagen an Land kann weg. Gesetze zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes können weg. Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Errichtung eines Energie- und Klimafonds kann weg. Zweites Gesetz zur Änderung des Windenergie- und Aufseegesetzes kann auch weg. Gesetz zu Sofortmaßnahmen für einen Ausbau der erneuerbaren Energien kann weg. Gesetz zur Beschleunigung der Rückholung radioaktiver Abfälle aus der Asse kann auch weg. Sie wundern sich, oder?
Standortauswahlgesetz kann nach unserer Auffassung weg. Bundesklimaschutzgesetz kann weg. Kreislaufwirtschaftsgesetz kann weg. Gleichbehandlungsgesetz kann weg. Massenzustromrichtlinie kann weg. Qualifikationsrichtlinie kann weg. Gesetz über Maßnahmen zur Förderung des deutschen Films kann weg. Gesetz über die Wärmeplanung und für die Dekarbonisierung der Wärmenetze kann weg. Sämtliche CO2-Bepreisungsvorschriften können weg. Klimaschutzgesetz kann weg. Sämtliche Kohleausstiegsregelungen können weg. Energiepreisenbremsegesetze können weg. Gesetze zur kommunalen Wärmeplanung und Gesetze zur Beschleunigung des Ausbaus der Photovoltaik. Sie werden überrascht sein, auch die können weg. Gesetz zu dem Übereinkommen von Paris vom 12. Dezember 2015 kann weg. Gesetz zu dem Protokoll von Kyoto vom 11. Dezember 1997 zum Rahmenübereinkommen. Oh, da war der Zettel davor. Kann auch weg. Windflächenbedarfsgesetz kann weg. Und das waren jetzt die Gesetze, die weg können. Jetzt habe ich noch mehrere Seiten an Gesetzen und Verordnungen, die geändert oder massiv gestrichen werden können. Meine Damen und Herren, es gibt viel zu tun. Packen Sie es nicht mehr an, das bringt nichts. Wir von der Alternative werden das anpacken und unser Land vom Kopf wieder auf die Füße stellen. Vielen Dank Ihnen und vielen Dank, Frau Präsidentin. Als Nächster hat das Wort für die Bundesregierung der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz,